Ja Leute, herzlich willkommen zu einem wunderschönen Video auf diesem wunderschönen Kanal. Ich hoffe, euch geht's gut, mir geht's gut. Heute gibt es mal wieder was ganz Neues, nämlich neue Gerüchte zum FCM, was Stürmer angeht. Auch Ottmar Schork hat es bereits auf der Pressekonferenz gesagt, das hat Sabrina getweetet. Ich weiß noch nicht, vielleicht kann auch sein, dass die Pressekonferenz schon raus ist, wenn das Video hochgeladen ist. Auf jeden Fall soll noch jemand kommen. Sogar vielleicht 2 oder vielleicht sogar 3. Ein 100%iges Ja gibt es aber bei einem Spiel auch noch nicht. Also das ist so das, was man herausgehört hat, hat Sabrina geschrieben. Und es sind natürlich dann auch in den letzten Stunden ein paar Gerüchte durch die Luft geflogen. 2 davon kennen wir bereits, also 2 Stürmer, die da sehr interessant scheinen sollen. Ich stelle euch die heute vor, mit meiner persönlichen Meinung. Wir fangen erstmal mit dem wesentlich schwächeren Stürmer an und gehen dann weiter zu dem etwas stärkeren. Damit gehen wir dann auch auf den Transfermarkt. Wie gesagt, um nichts zu verpassen, lasst gerne ein Like und Abo da, würde mich sehr freuen. Ab 90 Cent kann man Mitglied werden, Dankeschön an jeden, der das macht. Und auch ganz wichtig, eure Meinung in die Kommentare, das ist das Wichtigste. So, und damit kommen wir dann auch schon zum Transfermarkt. Hier sehen wir nämlich die ersten 2 Gerüchte. Kasper Kostors. So. Und hier habe ich eine ganz persönliche Meinung. Wir gucken erstmal nur auf die Statistik. Ihr dürft euch in der Zeit eine Meinung bilden, währenddessen ich über ihn rede. Und ja, es ist ein großer Stürmer. Also eher so ein Stürmer wie Alexander Ormström von der Tendenz her. War ausgeliehen. Und ist jetzt wieder bei seinem Verein. Hat 4 Spiele gespielt. Kam von der Bank in der ersten polnischen Liga. Mit 55.000 Marktwert und hat bis jetzt noch nichts geschossen. Bei seinem Leihverein wiederum, wenn man hier natürlich dann alle Wettbewerbe einklickt, war er für Breda zuständig. Verein kann man kennen, ist natürlich ein niederländischer Verein. Die erste niederländische Liga, hat da 3 Tore geschossen. Davor die Saison, wenn man da drauf guckt, das alles als Mittelstürmer, war dann erfolgreich in der 2. niederländischen Liga mit 22 Toren. Das war so sein Hoch. Das kennen wir ja bereits. War er für FC Den Bosch im Sturm. Und was auch interessant sein wird, wir werden genau noch so einen Spielertypen haben, der nämlich auch aus der niederländischen 2. Liga kommt. Das ist das Interessante. Man versucht also genau das gleiche wie bei Cars. Er ist natürlich mit 26 Jahren schon jemand, der eher tendiert, etwas, sagen wir mal, älter zu sein. Ist auch dementsprechend dann auf dem Altersstand wie Martin Kars. Und ja, persönlich, meiner Meinung nach, ein Stürmer, der die letzten 2 Jahre nichts gerissen hat und auch nicht überzeugt hat. Man würde ihn bestimmt für 200.000 bis 300.000 bekommen. Für mich ein Stürmer, wo ich ganz ehrlich sagen muss, wenn man mich jetzt fragen würde, vom Profil her und von dem, was ich bis jetzt gesehen habe, wen ich lieber haben würde, Alex Marusic oder ein A. Ormström oder ihn, würde ich mich immer für die beiden FCM-Stürmer entscheiden, weil die wenigstens wissen, wie der Fußball hier läuft. Und ich fand Marusic auch gegen die Jungs vom BFC gar nicht so schlecht, also schon ein Spieler, der definitiv Minimum Drittliganiveau hat, würde ich mich definitiv immer für die beiden entscheiden. Und gegen Kostors, wie gesagt, das möchte, also ich muss so sagen, ich hoffe nicht, dass er kommt. Er ist einfach meiner Meinung nach ein Ticken zu schlecht. Aber auch zu Deylon Rocha Livramento. Cap Verde, da kennen wir schon einen Spieler, der genau da auch herkommt, nämlich Brian Texera, der natürlich dann bei uns eine interessante Saison gespielt hatte. Auch die Saison davor, die vor allem erfolgreicher war für ihn. Jetzt Serie A spielt, also Serie A, definitiv eine der meiner Meinung nach besten 4 Ligen der Welt im Fußball. Mit großen Vereinen. Und auch er gehört zu einem Verein, der auch nicht unbedingt klein ist mit Hellas Verona. Werder Bremen soll dran sein. Sturm Graz soll dran sein und wir jetzt auch. Also nominell und vom Namen her definitiv 2 Vereine, die größer sind als wir und auch finanziell bessere Möglichkeiten haben. Und jetzt will man vielleicht ihn verpflichten. Persönlich hier muss ich sagen,
wird es meiner Meinung nach interessanter. Wie gesagt, dass er in der Serie A nicht trifft, kann man ihm verzeihen. Ist einfach so. In der Serie A hat er letzte Saison 3 Scorer gemacht. Auch das ist nicht so schlecht. Also er hat Serie A gespielt. Das ist schon mal der Punkt. Und hat dann auch in der zweiten niederländischen Liga gespielt. Vor 2 Jahren. Wie auch Costors, der zu dem Zeitpunkt da gespielt hatte, mit 18 Scorern insgesamt. Und scheinbar ist das ein großer Teil des FCM-Scoutings, ex-zweit-niederländische Spieler zu scouten und da einfach ein Auge drauf zu legen, weil man einfach diese gute Erfahrung gemacht hat mit der Niederlande und sich deswegen jetzt denken wird, okay, dann können wir es ja auch probieren. Wie gesagt, ich finde es grundsätzlich nicht verkehrt, also er ist auch noch 24, also noch ein etwas jüngerer Stürmer, noch ein bisschen einen Ticken jünger als Martins, als er zu uns kam. Wie gesagt, er verspricht jetzt keine Trefferquote, er hat jetzt nicht jedes Jahr so erfolgreich getroffen wie Martin, aber er ist definitiv ein Spieler, der Tore schießen kann und eventuell einen ähnlichen Schritt wie Martin Kars gehen könnte. Ist fast gleich groß wie Martin, zudem auch definitiv sehr schnell. Wenn er die Laufstärke mitbringt, würde ich hier definitiv nicht abgeneigt sein, um zu sagen, dass das in Ordnung wäre. Trotzdem, ein Punkt, den ich ganz klar ansprechen möchte, nachdem man dann solche Spieler auf der Liste hat, fragt man sich natürlich dann, was ist das auf einmal für ein Verlust von Qualität? Denn man hat hier Kaylee Sane gescoutet, den wollte man auch eigentlich verpflichten. Das klappt natürlich dann aber nicht. Das ist natürlich schade und gehört auch zum Fußball dazu. Aber trotzdem, das ist ja vom Format her ein ganz anderer Stürmer als da, wo wir jetzt gerade dran sind. Und das verwundert mich sehr, sehr stark, dass man auf einmal wirklich 1,5 Regale tiefer greift, auf gut Deutsch. Und dann nicht das bei so einem Format hier weiter versucht, vor allem weil es auch Spieler gibt, die definitiv verfügbar sind und auch eine gute Scorerquote haben. Das ist persönlich so das Einzige, was mich daran aktuell noch verwirrt. Kaylee Sane wird es ja sehr wahrscheinlich nicht werden, außer es passieren wirklich Wunder. Aber Middlesbrough soll sich da ihn geschnappt haben. Wenn er kommen sollte, irgendwie aus irgendwelchen hintersten Ecken, die keiner weiß, dann wäre ich natürlich da sehr zufrieden drüber und wäre meiner Meinung nach auch ein Spieler, der auf dem Niveau wie Martin Kars ist. Aber ja, ich finde das aktuell ein bisschen schwierig. Wie gesagt, Livramento würde ich nehmen als Spieler. Wiederum wird es dann aber problematisch, wenn wir Richtung Costors gucken. Und hier würde ich ganz ehrlich bei Costors sagen, würde ich einen Transfer dankend ablehnen. Allein schon vom Spielerprofil, wie gesagt. Auch bei Livramento, er trifft natürlich nicht so häufig, aber hat trotzdem mehr getroffen als ein Spieler, der in der Niederlande gespielt hat. Und das ist schon noch ein dicker Unterschied im Gegensatz zu einem Serie A-Spieler. Und deswegen werden wir da mal schauen, was da passiert. Wie gesagt, ich hoffe, dass einer der Stürmer, der kommt, gut sein wird. Also richtig mit Qualität reinkommt und ähnlich wie Martin wird. Die Laufwege muss er eigentlich nur gehen und dann treffen. Dann hat man es beim FCM schon. Die Pässe werden richtig gut gespielt. Aber ja, mal schauen, was passiert. Schreibt eure Meinung unbedingt in die Kommentare, was ihr davon haltet, aktuell von den Kandidaten. Und damit ciao, Leute.